Hallo und herzlich willkommen bei Metalstack Cloud. Mein Name ist Simon Meyer und ich bin Junior Cloud Native Consultant bei der Firma Excellent Technologies. Heute darf ich Ihnen die Metalstack Cloud vorstellen. Sie erreichen unsere Plattform entweder unter console.metalstack.cloud oder per Einstieg auf unserer Website. Loggen Sie sich gerne mit Ihrem gewünschten Account ein. Aktuell bieten wir GitHub, Microsoft Azure oder Google an. Den Zugang zu Metalstack Cloud können Sie ganz einfach beantragen. Hierzu müssen Sie lediglich Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Zusätzlich noch unsere Datenschutzbestimmungen anhaken und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch regelmäßige Updates zu Metalstack Cloud erhalten. Hierzu auch einmal den Haken klicken und dann können Sie die Beantragung absenden. Sobald Sie Zugriff zur Plattform haben, gelangen Sie auch schon auf das Dashboard und hier haben Sie eine Übersicht zu den wichtigsten Ressourcen. Einmal zu dem Thema Kubernetes, welche Cluster aktuell gestartet sind. Sie sehen, welche Volumes Sie für Cluster verwendet haben und die IP-Adressen, die Cluster zugeordnet sind oder die Sie reserviert haben. Unten im Dashboard finden Sie Quick Actions, über die Sie zum Beispiel direkt zur Clustererstellung gelangen. Über die Seitenleiste gelangen Sie zu den wichtigsten Bereichen unserer Plattform, beispielsweise zur Kubernetes-Übersichtsseite oder der Volumes und IP-Adressen. Und hier bekommen Sie sogar ein kostenloses Onboarding. Lassen Sie uns mal ein Cluster erstellen. Das können wir machen, indem wir über die Kubernetes-Navigationsleiste einsteigen. Über den Button Create New Cluster können Sie einen neuen Cluster anlegen. Hier haben Sie im ersten Schritt die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben. Defaultmäßig ist hier ein Name angegeben, den können wir in dem Fall einfach bestehen lassen. Sie haben die Informationen, wo Ihr Cluster schlussendlich laufen wird. Und im dritten Schritt sehen Sie den Punkt Worker Groups. Sie haben die Möglichkeit, eine Gruppe auszuwählen. Die Gruppe 0 in diesem Fall können Sie auch anders benennen. Ein Cluster besteht nämlich aus mindestens einer Workergruppe und innerhalb einer Workergruppe haben Sie die Möglichkeit, einen Maschinentypen auszuwählen. Aktuell bieten wir 3 Maschinentypen mit unterschiedlicher Hardware-Konfiguration an. Sie können sich einen der Maschinentypen auswählen, der für Ihren Use Case am besten geeignet ist und die Anzahl der Maschinen, die in Ihrem Cluster verfügbar sein sollen. Eine minimale Anzahl ist 1 und die maximale Anzahl können Sie frei wählen. Natürlich auch die minimale Anzahl, aber Minimum ist 1. Hier können Sie noch eine weitere Worker Group hinzufügen. Hier sehen Sie noch die Control Plane, die bei jedem Cluster mit dabei ist. Im letzten Schritt können Sie noch die Kubernetes-Version frei auswählen. Hier gibt es eine lange Liste an Kubernetes-Versionen, die aktuell unterstützt werden. Sie können sich eine auswählen. Auch das Wartungsfenster können Sie individuell festlegen. Die Clustererstellung geht erfahrungsgemäß in wenigen Minuten und mit dem Klick auf den Button Create Cluster starten wir diesen Prozess. In diesem Fall hat die Clustererstellung nur 7 Minuten gedauert. Mit dem Klick auf den Cluster gelangen Sie zur Detailansicht Ihres Clusters. Sie können zudem das integrierte Monitoring anschauen und sich eine Kube-Config generieren lassen. Für die Kube-Config können Sie festlegen, wie lange diese gültig sein soll und dann ganz einfach in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie den Cluster erstellt haben und sich Ihre Kube-Config generiert haben, können Sie sich mit Ihrem Cluster verbinden und in Kubernetes selber können Sie dann die Volumes und die Snapshots verwalten. Diese werden dann auch auf dieser Seite angezeigt. IP-Adressen können Sie direkt auf der Plattform reservieren und erstellen. Das geht auch ganz einfach. Sie vergeben einen Namen für die IP-Adresse. Auch hier wird wieder defaultmäßig ein Name vergeben. Sie haben die Möglichkeit, die IP entweder statisch oder ephemeral zu machen und eine kleine Beschreibung hinzuzufügen. Sollten Sie Ihren Cluster nicht mehr benötigen, können Sie diesen über den großen roten Button ganz einfach löschen.
Zu Metalstack Cloud bieten wir eine umfangreiche Dokumentation. Über die Navigationsleiste gelangen Sie dorthin. Wir haben einmal die Developer Guides, die Ihnen einen Einstieg in mögliche Use Cases auf einem Cluster bieten. Auch unser Benutzerhandbuch kann Ihnen bei Fragen weiterhelfen zu Produkten, die auf unserer Plattform verfügbar sind, wie beispielsweise das Konfigurieren eines Kubernetes-Clusters, die Spezifikationen der unterschiedlichen Maschinentypen oder der aktuell unterstützten Kubernetes-Versionen. Hier finden Sie auch unsere API-Referenz und die aktuellen Release Notes. Probieren Sie es selbst aus, testen Sie Metalstack Cloud noch heute.